Herzlich willkommen bei Lehmann Audio. Spinnt die Tagesschau? Alles weitere gleich. Ja, herzlich willkommen bei Lehmann Audio. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Ja, vor 75 Jahren, ziemlich genau ist es her, da hat Ed Wallerstein von der Columbia Records bei einem Pressetermin im Waldorf Astoria Hotel in New York die erste Vinyl-Langspielplatte der Presse präsentiert und hat damit ein neues Zeitalter der Musikwiedergabe eingeläutet. Und dieses Jubiläum nimmt nun die Tagesschau bzw. die Website der Tagesschau, und getwittert worden ist das auch, zum Anlass zu fragen: Ist der Vinyl-Hype zu Ende? Wenn die Tagesschau eine solche Frage stellt, ist es ernst, denke ich. Und deshalb frage ich mich, was ist da dran? In dem Tagesschau-Artikel, der da online ist und der auch getwittert wurde, da werden unter anderem 2 Betreiber von Kleinstpresswerken zitiert. Einer davon hat seinen Betrieb inzwischen auch eingestellt. Und wird halt gesagt, dass die mit Aufträgen zu kämpfen haben oder mit der Auftragslage zu kämpfen haben. Es wird außerdem ein Plattenhändler aus Stuttgart zu Rate gezogen, und der sieht es sehr bedenklich, dass neue Platten über 40 € kosten. Es wird nebulös davon gesprochen, dass es freie Kapazitäten bei Presswerken gibt, dass da also Presswerke stillstehen. Und das ist es eigentlich. Insgesamt wird also ganz klar ein echtes Krisenszenario heraufbeschworen. Und dann ist da noch der Beauftragte für Kreislaufwirtschaft beim NABU, also Naturschutzbund Deutschland, der befürchtet, diese Krise könne die gerade gestartete Verwendung von mehr recyceltem Vinyl bei der Plattenfertigung zum Erliegen bringen. Für Kaufleute, also für Firmen, sind natürlich Umsatzzahlen entscheidender als Absatzzahlen. Und da haben wir zum Beispiel bei der Unterhaltungselektronik laut Statista einen Rückgang von ca. 8,9 Milliarden € auf ca. 8,3 Milliarden €. Da gab es also einen echten Umsatzrückgang. Und das ist natürlich schon schwierig, weil da ist weniger Geld in den Kassen. Und bei den Platten nehmen wir mal das gleiche Zahlenwerk, das auch die Tagesschau herangezogen hat, nämlich die Jahresstatistik des Bundesverbandes der Musikindustrie. Hier stellt sich, wenn man die Umsatzzahlen sich anschaut, plötzlich die Sache völlig anders dar. Hier ist nämlich der Umsatz an Langspielplatten insgesamt gestiegen von 118 auf 124 Millionen €. Und der Anteil in dem durchaus gesunkenen Gesamtumsatz der physischen Tonträger wurde gesteigert von etwas über 25 auf etwas über 30%. Bezogen auf den Stückzahlrückgang heißt der Umsatzzuwachs: Der Durchschnittspreis einer Schallplatte hat sich von knapp über 26 € auf knapp unter 29 € eingependelt. Das heißt, wir haben einen Preisanstieg bei Schallplatten von knapp 10%. Bedenkt man, dass die Schallplattenfertigung ein sehr energieintensiver Vorgang ist also eine 10%ige Preissteigerung durchaus noch völlig normal. Insgesamt ist und bleibt die Schallplatte eher ein Premiumprodukt. Zurück zur Eingangsfrage: Spinnen die bei der Tagesschau? Naja, sagen wir mal so, die Zahlen des BVMI, die genannt werden, sind schon in Ordnung. Ja, warum aber nicht aufs große Ganze geschaut wird, warum aus einem Stückzahlrückgang eine Krise herbeigeredet wird, wo doch der Umsatz insgesamt angestiegen ist, das erschließt sich mir schlicht überhaupt nicht. Ja, das ist ein tendenziöser Magazinbeitrag, der nicht in die Tagesschau gehört. Das ist keine Nachricht. Da wird eine Krise herbeigeredet, die ich sowieso nicht sehe. Vinyl erlebt weiterhin einen Aufschwung, und ich gehe davon aus, dass der noch lange dauert. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal.